Hallo allerseits und willkommen zum ersten Teil des Bauberichts über den IDF Schott Karl Gimmel von AFV Club im Maßstab 1:35. Wir werden in diesem Baubericht das Modell bauen und auch ein Diorama dafür machen mit Figuren und so weiter. Das volle Programm. Dazu kommt eben von Phoenix hier dieser Autobahnabschnitt, dann von Mame diese Riesenfiguren von diesen arabischen Kindern, die da eben am Straßenrand stehen könnten, und von Meng die israelische Panzerbesatzung. Die passen da jetzt, glaube ich, zeitlich von der Ausrüstung nicht ganz genau dazu. Das soll eine Szene aus dem Libanonkrieg werden, 1982. Ich denke aber, man kann das ein bisschen umbauen, damit es dann schon passt. So, aber zuallererst bauen wir mal den Panzer. Das Fahrwerk kann beweglich gebaut werden, wie man hier sieht. Das ist eine recht interessante Option. In dem Fall brauche ich das aber nicht wirklich, deswegen werde ich diese Hebel festkleben.
ist das Modell zusammengebaut. Trotz der großen Teilezahl ging das relativ flott. Ich habe da 3 Nachmittage dafür gebraucht. Das war eigentlich relativ harmlos. Die Teile passen wirklich hervorragend, da gibt es überhaupt keine Probleme. Man muss sie halt gut versäubern, weil manchmal die Angusspunkte ein bisschen, nicht so clever gewählt sind, aber mit ein bisschen rumfeilen und vorsichtig schneiden, kriegt man das sehr gut hin. Das Modell bleibt jetzt, bevor es mit der Lackierung weitergeht, eigentlich so. Ich möchte die Komponenten einzeln lassen, eben die Räder möchte ich einzeln lackieren, die Ketten ebenso und die Seitenschürzen müssen dementsprechend natürlich auch separat bleiben. Erst wenn das dann lackiert ist, kann ich die ankleben. So sieht es normalerweise aus mit der Schürze und auf der anderen Seite fehlt das hintere Stück. Das gibt dem Panzer einfach ein bisschen den gebrauchten Look. Die Ketten sind zwar aus Gummi, aber ich finde sehr schön detailliert und man kann die auch gut mit Sekundenkleber zusammenkleben. Das habt ihr ja gesehen. Da sind die entsprechend auch stabil. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass die irgendwie mal reißen könnten. Bei den Laufrollen habe ich die Belege auch schon aufgeklebt. Es ist nämlich so, der Gummibelag ist wirklich nur dieser äußere Rand und der innere Bereich von diesem Gummi ist auch Stahl in echt. Also bringt es relativ wenig, wenn man das separat lässt. Erfahrungsgemäß kann man das aber auch sehr einfach lackieren, weil die Räder ziemlich groß sind und die Trennlinie eigentlich auch sehr scharf abgesetzt ist. Also das ist überhaupt kein Problem. Schauen wir uns nochmal das Modell en Detail an. Ich habe jetzt die Luken am Turm mal offen gelassen, weil da kommen natürlich nur die Figuren rein. Hier diese schwarzen Weichplastikteile für diese Abdeckungen. Typischerweise ist es ein ziemlicher Schrott, aber in dem Fall war das sehr gut zu verarbeiten, auch von der Passgenauigkeit her. Besonders die Abdeckung für die Kanonenblende passt einfach perfekt. Ein paar Tropfen Sekundenkleber und schon ist dran. Und selbes gilt auch hier für die Abdeckung vom Rohr, für den Rücklaufmechanismus. Ein bisschen Nacharbeit gab es nur hier hinten am Turmheck. Habt ihr ja gesehen, da habe ich ein bisschen mit Mr. Surfacer drüber gepinselt und dann nochmal ein bisschen angeschliffen. Da kommt dann auch noch ein bisschen Zuladung rein, dann sieht man das auch nicht mehr so arg. Aber das ist so eine Stelle bei alten AFV Club Centurion Panzern, dass das da hinten nicht so schön aussieht. Also da muss man ein bisschen nacharbeiten. Das ist aber auch wirklich die einzige Stelle. Alles andere passt hervorragend oder wird einfach abgedeckt später. Das Abschleppseil, da liegt ja so ein komischer Faden bei. Der sieht aber ziemlich gut aus und den habe ich jetzt hier mal so drapiert als Abschleppseil und damit Sekundenkleber noch ein bisschen ausgehärtet. Also das ist so hart wie das Plastik selber und man kann das auch sehr gut lackieren. Für die Antennen habe ich den gezogenen Gießast verwendet und mit Sekundenkleber fixiert. Alles in allem grandioses Modell, macht sehr Spaß, ist sicherlich nicht mein letztes Centurion von AFV Club. Das ist jetzt mittlerweile schon der 4., glaube ich, den ich baue und ist immer wieder gut. Als Panzerbesatzung verwende ich von Meng die IDF Panzerbesatzung. Wie ihr sehen könnt, das sind eher, Soldaten, die aktuell im Einsatz sind. Ich denke, dass die in den 80ern schon diese Baseballmützen hatten. Aber der hier mit dem Helm, das gab es damals schon. Ich denke, das kommt der Sache ziemlich nahe.
Deswegen habe ich da keinerlei Probleme. Ich habe die schon zusammengebaut. Hier mit Getränk. Die Figuren sind eigentlich ganz nett, nur die Gesichter sind nicht so schön detailliert. Aber dafür ist alles einfach zusammenzubauen und die Passgenauigkeit ist exzellent. Man muss auch nicht viel versäubern, da ist ganz wenig Grad nur zu sehen. Der zweite Soldat, der sitzt da so, der hat einen neuen Kopf bekommen, weil ich einfach den mit der Baseballkappe da nicht nehmen wollte. Deswegen hat der einfach seinen Helm irgendwie abgenommen und sitzt da so gemütlich da. Und dann möchte ich das mal so in etwa positionieren, dass die hier so auf dem Panzer drauf sitzen. Ja, und fürs Diorama, haben wir ja anfangs schon erwähnt, habe ich hier diese arabischen Kinder, das sind Riesenfiguren. Da gab es nichts weiter zu tun, als die vom Angussblock wegzusägen, und ganz wenig musste man bei dem hier an der Hose was versäubern, da war ein bisschen Grat dran, aber ansonsten gar nichts weiter zu tun, also die muss man nicht zusammenbauen, die kommen schon am Stück. Wenn man die mal nebeneinander hält, das sind schon ziemlich kleine Fratzen, so 8, 9 oder 10-Jährige. Das ist genau das, was ich auf meinem Diorama sehen will. Als nächstes kümmern wir uns mal ums Diorama an sich. So, der Reparaturmörtel konnte jetzt trocknen. Das ist was, das mache ich eigentlich sehr gern bei solchen Dioramen. Bei Mini-Art ist es auch manchmal so, dass ich die Grundplatte da einfach ausgieße, weil wenn man das nicht macht, kann es passieren, dass durch das Gewicht vom Modell sich das ein bisschen durchbiegt und es sieht einfach immer ein bisschen billig aus. Und so hat es ordentliches Gewicht und ja, da biegt sich eben nichts durch. Die Größe vom Diorama ist eigentlich ideal. Da passt der Centurion eigentlich genau drauf, ohne dass es überladen ist. Und ja, das ist genau das, was wir brauchen. Hier am Straßenrand ist auch noch Platz. Also perfekt. Da klebt man dann die Leitplanken ran. Und ich möchte auch noch so eine Mülltonne hier positionieren, dass man ein bisschen was sieht am Straßenrand. Da stehen dann irgendwo die Kinder und vielleicht kommt hier noch irgendwie so ein Gestrüpp hin und ein paar Straßenschilder und dann sieht es, glaube ich, schon ganz ansprechend aus. Anschließend habe ich die Plastikgrundplatte auf ein Holzbrett aufgeklebt, ganz normales Brett, so eine Pressspanplatte, und habe dann mit Balsaholzleisten hier einen Rand aufgeklebt. Die kleinen Lücken, die dann entstanden sind, habe ich mit Spachtelmasse gefüllt und hier den Streifen neben der Straße habe ich noch mit ein bisschen Modelliermasse nachmodelliert, damit das bisschen sich stärker absetzt, dass hier ein bisschen so eine Steigung ist. Ich fand, das muss ich jetzt nicht im Detail demonstrieren, wie das funktioniert. Das kann auch jeder machen, wie er will. Ich bevorzuge so eine Konstruktion. Ist ein bisschen stabiler und ist auch schön schwer. Bleibt das Diorama gut stehen. Als nächstes bringe ich jetzt noch ein paar kleinere Details an, wie die Leitplanken
und so weiter und so fort. So arbeiten wir uns eben Stück für Stück voran, Komponente für Komponente. Und hier seht ihr jetzt mal so grob, wie ich das Diorama aufbauen möchte. Hier eben die Leitplanken, da die Mülltonne, hier die Kinder, da eben der Panzer, der die Straße raufrollt. Dieses Straßenschild, das ist hier aus diesem Verlinden-Set raus, israelische Straßenschilder. Die sind alle eher, ich sag mal jetzt für Libanon nicht perfekt geeignet. Deswegen habe ich einfach mal so ein, ich sag mal, gewöhnliches Schild genommen, das hier hinten positioniert sein könnte. Hier möchte ich noch ein bisschen Gebüsch platzieren, weil der Panzer im Prinzip eigentlich alles überdeckt, weil er ziemlich groß ist. Deswegen soll hier noch was bisschen höheres stehen, dass man da so eine Art Hintergrund hat. Genau. Ja, so in etwa soll es mal werden. Als nächstes müssen wir noch ein bisschen Zuladung auf dem Panzer draufkleben. Also Rucksäcke, Munitionskisten etc. pp, weil man auf den Referenzbildern aus der Zeit aus dem Konflikt eben so Fahrzeuge immer schwer beladen sieht. Und ja, das machen wir jetzt. Hier sehen wir dann nochmal die Zuladung im Detail. Da habe ich diverse Teile aus der Restekiste verwendet, von zum Beispiel Tamiya oder ich glaube Verlinden und so weiter, was man da halt eben so findet. Israelische Ausrüstung finde ich ist immer ein bisschen schwierig zu repräsentieren, wenn man nicht gerade speziell ein Set dafür hat. Ich habe da hauptsächlich amerikanisches Zeug verwendet, weil die da einfach, denke ich, ziemlich viel davon benutzen. Bleifolie ist natürlich sehr schön für irgendwelche Planen, wie zum Beispiel hier oder auch hier am Heck vom Turm, am Korb hatten die Panzer so Matten, auf denen taktische Zeichen drauf gemalt waren. Das muss man halt auch ergänzen, da hat der Bausatz nicht alles dabei. Aber im Großen und Ganzen sieht es doch ganz nett aus. Soviel zum ersten Teil des Bauberichts. Im nächsten Teil kümmern wir uns um die Lackierung von dem Panzer. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich wieder im nächsten Video. Euer Hamid Kabakas.